Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Krankheit als Sprache der Seele von Rüdiger Dahlke ist ein wegweisendes Werk, das die traditionelle Auffassung von Krankheit in Frage stellt und einen gänzlich neuen Ansatz zur Betrachtung und Bewältigung von gesundheitlichen Leiden vorschlägt. Der Autor, selbst Arzt und Psychotherapeut, interpretiert Krankheit nicht nur als physisches Problem, sondern als wichtige Botschaft unseres Unterbewusstseins und unserer Seele, indem er Krankheitssymptome als Ausdruck unerkannter innerer Konflikte, ungelöster Themen und unterdrückter Gefühle versteht, regt Dahlke die Leser dazu an, einen tieferen Zugang zu sich selbst zu finden und einen bewussteren Umgang mit ihrer Gesundheit zu entwickeln. Dieses Buch richtet sich an alle, die nach alternativen Wegen der Heilung suchen, sowie an jene, die bereit sind, ihre persönliche Verantwortung für ihre Gesundheit neu zu definieren. Dahlkes Ansatz verbindet psychosomatische Erkenntnisse mit spirituellen Betrachtungen und schlägt eine Brücke zwischen moderner Schulmedizin und ganzheitlicher Heilkunst. Leserinnen und Leser werden durch die Lektüre ermutigt, ihre Symptome als Hinweise zu deuten, die, wenn sie richtig verstanden werden, nicht nur zu körperlicher Genesung, sondern auch zu seelischem Wachstum und persönlicher Entwicklung führen können. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Bedeutung von Krankheitssymptomen. Im Mittelpunkt des Buches steht die These, dass Krankheitssymptome eine tiefere Bedeutung haben. Dahlke argumentiert, dass Symptome als Botschaften der Seele verstanden werden können, die auf Missstände, Konflikte oder unerfüllte Bedürfnisse aufmerksam machen. Der Körper wird in diesem Kontext zum Sprachrohr innerer Vorgänge. Dieses Verständnis fordert die Leser heraus, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern sich mit deren Ursache und Hintergrund auseinanderzusetzen. Die Dechiffrierung der körperlichen Beschwerden erfordert Aufmerksamkeit, Ehrlichkeit und Selbstreflexion. Wer diesen Ansatz verfolgt, kann lernen, seine gesundheitlichen Probleme als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung zu begreifen. Dahlke bietet praktische Hilfsmittel, wie man die Sprache der Symptome entschlüsseln und in einen Heilungsprozess einbinden kann. Je gründlicher man die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Emotionen erkennt, desto effektiver kann Heilung stattfinden. In diesem Prozess gilt es, die Verantwortung für die eigene Gesundheit aktiv zu übernehmen. Zweitens. Psychosomatik. Körper und Seele als Einheit. Ein zentrales Thema ist die Psychosomatik, also das untrennbare Zusammenspiel von Körper und Geist. Dahlke bezieht sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, dass seelische Belastungen wie Stress, Angst oder ungelöste Traumata körperliche Auswirkungen hervorrufen können. Er plädiert dafür, Krankheit stets ganzheitlich zu betrachten und den Patienten nicht zu reduzieren, weder auf seine Symptome noch auf Laborwerte. Wer Heilung sucht, sollte sowohl seelische, geistige als auch körperliche Aspekte in den Prozess einbeziehen. Dahlkes Ausführungen zeigen, wie emotionale Muster, vergangene Erlebnisse und psychische Blockaden direkt auf die Gesundheit wirken. Praktische Fallbeispiele illustrieren, wie Menschen durch das Lösen solcher Blockaden nicht nur symptomfrei wurden, sondern auch ein erfüllteres Leben führen konnten. Psychosomatisch denkende Menschen profitieren doppelt. Sie erkennen Warnsignale früher und können frühzeitig entgegensteuern. Drittens. Der Schatten und die Integration des Unbewussten. Dahlke greift die psychologischen Theorien vom Schatten nach C.G. Jung auf und erläutert, wie verdrängte Persönlichkeitsanteile und unerwünschte Emotionen, wenn sie nicht beachtet werden, oft als Krankheitssymptome an die Oberfläche treten. Unser Unbewusstes, das all jene Gefühle und Aspekte enthält, die wir im Alltag nicht wahrhaben wollen, sucht sich über den Körper einen Ausdruck. Ein wichtiger Heilschritt liegt aus Dahlkes Sicht in der bewussten Integration dieser Schattenanteile. Das bedeutet, die Symptome werden nicht bekämpft oder abgelehnt, sondern als Hinweise angenommen. Durch diese Annahme ist es möglich, Heilung auf tieferen Ebenen zu erfahren und nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Wer sich der eigenen Schattenanteile stellt, erfährt mehr Selbstakzeptanz, inneren Frieden und Authentizität. Dieses Kapitel eröffnet Zugänge zu Methoden wie Meditation,
Traumdeutung oder Gespräche, die helfen, das Unbewusste zu erforschen und mit dem Bewussten in Einklang zu bringen. 4. Transformation und Selbstverantwortung im Heilungsprozess. Dahlke setzt sich intensiv mit dem Thema Eigenverantwortung auseinander. Überzeugung des Autors ist: Nur wer Verantwortung für seine Gesundheit übernimmt und sich als aktiven Teil des Heilungsgeschehens sieht, kann Transformation erleben. Die Opferrolle, in die viele Kranke geraten, führt nach Dahlke zu Passivität und Resignation. Wer jedoch beginnt, die Ursachen seiner Krankheit zu erkennen und anzunehmen, aktiviert innere Heilkräfte. Praktische Übungen. Im Buch regen die Leser an, ihre Lebensumstände, Denkmuster und Gewohnheiten zu reflektieren. Beispiele aus der Praxis zeigen eindrücklich, wie Menschen durch erhebliche Veränderungen in ihrer Haltung und Lebensführung Heilung und Lebensqualität zurückgewinnen konnten. Selbstverantwortung wird so zur Schlüsselkompetenz, nicht nur für die Überwindung von Krankheit, sondern auch für ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben. Schließlich die spirituelle Dimension von Krankheit. Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die spirituelle Betrachtung von Krankheit. Dahlke fordert, die Fragen nach Sinn und Lebensaufgabe im Krankheitsprozess mitzudenken. Krankheit kann, über das körperliche Leiden hinaus, als Aufforderung zur persönlichen und spirituellen Entwicklung gesehen werden. Leid und Krisen eröffnen oft den Weg zu mehr Tiefe, Selbsterkenntnis und Sinnsuche. In spirituellen Traditionen werden Krankheiten häufig als Reifungsprozesse verstanden, die zur Erweiterung des Bewusstseins führen. Dahlkes Buch folgt diesem Ansatz. Beim Durcharbeiten von eigenen Krankheiten werden Leser motiviert, neue Werte zu entwickeln, über das eigene Leben zu reflektieren und die Bedeutung von Heilung auf allen Ebenen zu begreifen. Die spirituelle Sichtweise hilft, selbst schweren Krankheiten einen Sinn zu geben und resiliente Strategien zur Bewältigung zu entwickeln. Krankheit wird so nicht zum Endpunkt, sondern zum Ausgangspunkt eines inneren Wachstums- und Wandlungsprozesses. Zusammenfassend: Krankheit als Sprache der Seele von Rüdiger Dahlke ist weit mehr als ein Ratgeber für Gesundheit. Es ist eine Einladung zur Bewusstwerdung und Selbsterkenntnis, die den Leser anregt, Krankheit neu zu verstehen und sie als Impuls für tiefgreifende persönliche Entwicklung anzunehmen. Gerade für Menschen, die bisher oft den rein schulmedizinischen Weg gegangen sind und dabei keine ganzheitliche Heilung erfahren haben, öffnet das Buch neue Perspektiven. Es eignet sich für Leser, die offen sind, Selbstverantwortung zu übernehmen, die psychologischen und spirituellen Wurzeln ihrer Leiden zu erforschen und aktiv am eigenen Heilprozess mitzuwirken. Wer bereit ist, sich seinen Schattenseiten zu stellen und die Sprache der Symptome zu entschlüsseln, kann aus dem Buch wertvolle Werkzeuge für Gesundheit, Lebensfreude und innere Balance gewinnen. Das Buch hebt sich von anderen Ratgebern dadurch ab, dass es Symptome nicht bekämpft, sondern deren Bedeutungen entschlüsselt, dabei tiefe psychologische und spirituelle Zusammenhänge beleuchtet und konkrete Wege zur Transformation aufzeigt. Diese Perspektive ist besonders wertvoll für Menschen, die an wiederkehrenden oder chronischen Erkrankungen leiden oder nachhaltig gesund werden möchten. Die Kombination aus fundiertem Expertenwissen, praktischen Übungen und spirituellen Impulsen macht Dahlkes Werk zu einem wertvollen Begleiter für alle, die Gesundheit ganzheitlich begreifen. Wer bereit ist, an sich selbst zu arbeiten und Krankheit als Chance zu sehen, findet hier eine tiefere Lebens- und Heilungserfahrung als in vielen herkömmlichen Gesundheitsratgebern. Wenn Sie unterstützen möchten, Rüdiger Dahlke, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.